Herzlich willkommen zu meinem neuen Nähvideo. Heute zeige ich euch, wie man eine einlagige Maske nähen kann aus diesem speziellen Stoff. Zu dem Stoff erfahren wir gleich von dem Hersteller noch so einiges Wissenswertes. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich zeige euch erstmal, wie man das Teil näht und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über diesen speziellen Stoff. Viel Spaß! Für die einlagige Maske benötigt ihr natürlich das Schnittmuster. Das findet ihr übrigens auch in meinem Maskennähbuch oder auf dem Blog. Das gibt es in 3 verschiedenen Größen. Ich nehme jetzt die kleine Größe, denn die Ferien gehen zu Ende und meine Tochter braucht wahrscheinlich ein paar Masken für die Schule. Das nutze ich jetzt gerade für das Video. Also ihr benötigt das Schnittmuster, ihr benötigt Stoff. Dafür empfehle ich den Stoff von Ibena, den verlinke ich euch und über den Stoff erfahren wir auch gleich noch was. Ihr benötigt Falzgummi oder Schrägband, das gibt es in verschiedenen Breiten und das lässt sich dann gut falten in der Hälfte, das hat da so eine Rille. Und ihr braucht Maskengummi und natürlich eine Stoffschere und eine Nähmaschine. So, das Schnittmuster müssen wir ein kleines bisschen verändern und zwar brauchen wir hier hinten und an dieser Seite mehr Nahtzugabe. Hier hinten wird der Stoff am Ende nämlich umgeklappt. Das zeige ich euch gerade mal. Der wird umgeklappt und da kann man dann das Gummiband durchziehen mit einer Sicherheitsnadel. Und hier vorne nähen wir eine französische Naht, damit die Maske von beiden Seiten schön aussieht. Denn einlagig, irgendwo muss ja die Naht dann zu sehen sein und mit der französischen Naht verhindern wir das. Also an dieser Kante und hier hinten mehr Nahtzugabe geben. Ansonsten einfach am Rand entlang ausschneiden. Die normale Nahtzugabe für die doppellagige Maske ist ja in dem Schnittmuster schon mit drin. So, also jetzt haben wir hier den Maskenstoff, den habe ich schon ausgeschnitten. Den lege ich jetzt mit den schönen Seiten nach außen, also links auf links aufeinander. Wo ist meine Stecknadel? Hier. Und stecke ihn hier an der Kante zusammen. Die wird als allererstes zusammengenäht. Hier entlang. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe mit pinkem Faden genäht, damit man die Naht gut sieht. Also links auf links, die rechte Seite ist außen und jetzt hätten wir ja so die Naht außen. Das falten wir jetzt einmal rüber und formen die Ecke schön aus, die Rundung. So. Das kann man auch gerne mal bügeln. Jetzt ist die linke Seite außen und die eben genähte Naht liegt innen. Die liegt jetzt hier dazwischen. Und jetzt wird hier noch eine Naht gesetzt. Dadurch sitzt die Nahtzugabe, diese offenen Kanten, die sitzen dann innen zwischen den Nähten eingeschlossen und die Maske sieht von beiden Seiten schön aus. Das habe ich auch schon mal vorbereitet. Also, das hier ist nochmal die Naht genäht und von der rechten Seite sieht das Ganze jetzt so aus. Die Nahtzugabe, diese offenen Kanten sind also wirklich eingeschlossen und die Maske ist von beiden Seiten, also von der Innenseite hat man zwar die Nahtzugabe, aber die ist angenehm zu tragen und von außen sieht es ganz nett aus. Falls da jetzt kleine Fussel überstehen, dann kann man die mit einer vielleicht kleineren Schere noch ein bisschen wegschneiden, aber ansonsten ist das so super für eine einlagige Maske. Die Kanten kann man nun mit einem dünnen oder mit dem etwas breiteren Band einfassen. Und zwar legt man das dann an und faltet es drum, so dass man so ein Sandwich hat, wo der Maskenstoff dazwischen liegt und das Maskengummi schmiegt sich ganz gut an die Rundung an. Und dann wird es mit mit Geradstich festgenäht. Das macht man einmal an der oberen Kante und einmal an der unteren. Das habe ich auch schon mal vorbereitet, nämlich hier. Ich habe das mit dem schmalen Gummi gemacht und bei der Maske hier habe ich es mit dem breiten Gummi gemacht, genau, einmal oben, einmal unten. Nun hat man die Möglichkeit, das Gummi hier zum Auswechseln zu machen. Da schneidet man dann erstmal eventuell Überstehendes noch ab. So. Und dann wird das eingefaltet und zwar einmal einfalten, so ein kleines bisschen und dann nochmal so weit einfalten, dass ein richtig guter Tunnel dann entsteht, durch den man das Maskengummi durchziehen kann. Und das wird dann mit Geradstich festgenäht. Das habe ich hier schon mal vorbereitet.
Das ist von der Innenseite quasi, ne? Also hier liegt unsere schöne französische Nahtzugabe. Und hier ist eben der Tunnel dann angenäht. Von der Außenseite sieht es so aus. Und da kann man dann den Maskengummi, den habe ich mir jetzt für die kleine, die ist 7, den habe ich mir auf 26 cm zugeschnitten. Für Erwachsene würde ich so ungefähr 30 cm wählen. Und dann kann man das sich dann so zuknoten. Mit einer kleinen Sicherheitsnadel. Es muss halt eine sein, die auch durch den Tunnel durchpasst. Und dann kann man sich das Maskengummi hier einfach durchziehen. Am besten durchschubbeln. So, ne? Da kommt es wieder raus. Ist ein bisschen Fummelei, wie immer. So. Steht fest. Nein. So, dann kann man das hier ganz prima reinziehen und kann es sich jetzt auf die gewünschte Größe genau anknoten. Und dann hat man da eine prima Maske, die von innen und von außen sauber aussieht, obwohl sie nur einlagig ist und eben aus diesem speziellen Stoff. Genau, den werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen, den Stoff. Ich hoffe, das Nähvideo bis jetzt hat euch schon mal gefallen. Und der Stoff ist nämlich wasserabweisend. Da geht nichts durch, da bleiben alle Tröpfchen draußen. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die in der Community aufkamen und die ich jetzt Ibena gerne stellen möchte. So, liebes Ibena-Team, jetzt kommen die Fragen an euch. Ist eine doppellagige Maske nicht besser als eine einlagige Maske? Bezogen auf die Dichtigkeit gegen Viren und Bakterien, nein. Auch eine zusätzliche Gewebelage wäre nicht ausreichend dicht. Im Gegenteil, jede weitere Lage reduziert die Luftdurchlässigkeit und erschwert somit das Atmen. Das können wir uns hier anhand der Messung der Luftdurchlässigkeit einmal anschauen. Zunächst das Material einlagig. Und dann prüfen wir das Material einmal zweilagig. Auch medizinische Einwegmasken sind übrigens nicht dicht. Außerdem verlieren sie ihre Filtrationsleistung nach einer Wäsche, selbst zertifizierte Masken. Ist der Stoff viren- und bakteriendicht? Es gibt da diesen Begriff antimikrobiell. Die kurze Antwort lautet nein. Die ausführliche Antwort ist folgende. Antimikrobielle Substanzen sind chemische Stoffe, die die Vermehrungsfähigkeit von Mikroorganismen inaktivieren. Ein Material mit zum Beispiel einer Silberionenausrüstung würde ich nicht vor dem Mund tragen wollen. Die Langzeitauswirkungen im Körper sind bisher nicht ausreichend erprobt. Die einfachste Unterscheidung zwischen Viren und Bakterien ist ihre Größe. Bakterien sind Mikroorganismen mit einer durchschnittlichen Größe von 0,6 bis 1 Mikrometer. Viren und speziell der Coronavirus haben eine Größe von ca. 165 Nanometern und sind damit etwa um den Faktor 10 kleiner als die meisten Bakterien. Keine textile Fläche ist virendicht, ohne Beschichtung oder Membran. Aber durch eine Beschichtung oder Membran kann man nicht atmen. Ist der Stoff so wie Gore-Tex, also wasserdicht und atmungsaktiv? Gore-Tex ist eine Membrane, die zum Beispiel auf ein Gewebe aufgebracht wird, wodurch dieser Verbund wasserdicht und atmungsaktiv ist. Die Atmungsaktivität bezeichnet man umgangssprachlich als die Wasserdampfdurchlässigkeit, also etwas ganz anderes als Luftdurchlässigkeit, die für das Atmen wichtig ist. Wenn wir von Atmungsaktivität sprechen, meinen wir wirklich die für das Atmen relevante Luftdurchlässigkeit. Unser Material hat eine gute Luftdurchlässigkeit, wohingegen ein Textil mit Gore-Tex-Membran tatsächlich nahezu keine Luftdurchlässigkeit hat. Das können wir uns auch einmal hier an dem Gerät nochmal anschauen.
Wasserdicht ist unser Gewebe nicht, sondern wasserabweisend. Dies ist für die Abweisung von Tröpfchen durch zum Beispiel Husten mehr als ausreichend. Ist es nicht unangenehm, wenn die Feuchtigkeit von der Maske abperlt und man die ganze Zeit ein nasses Gesicht hat? Feuchtigkeit von außen soll natürlich abperlen. Die ausgeatmete Luft ist Wasserdampf und kein Wasser. Der Wasserdampf geht wie gerade geschildert durch das Textil hindurch und entweicht ebenfalls an den nicht komplett geschlossenen Kontaktstellen der Maske zum Gesicht. Welche Stoffseite kommt eigentlich nach innen? Funktionell gesehen ist das egal. Wir selber empfehlen, die leicht angeraute Seite nach innen zu tragen, weil so durch den Flausch immer ein Hauch Luft zwischen Gesicht und Maske verbleibt. Das empfinden die meisten Träger als sehr angenehm. Wie pflegt man die Maske? Muss man beim Waschen irgendetwas beachten? Die meisten Viren und Bakterien werden bei einer Waschtemperatur von 60 Grad Celsius abgetötet. Unser Gewebe kann auch bei 95 Grad gewaschen werden. Da heutzutage wenig bei dieser Temperatur gewaschen wird und es sich auch nicht für 2, 5 oder 10 Masken lohnt, die Maschine anzustellen, kann man alternativ Wasser aus einem Wasserkocher mit etwas Waschpulver verwenden, um die Maske zu reinigen. Anschließend gut ausspülen, trocknen und bügeln, um die Wasserabweisung zu reaktivieren. Der Stoff gefällt mir richtig gut. Gibt es den als Meterware oder nur als Nähpaket? Wir bieten aktuell beides an. Sie haben im Shop die Möglichkeit, ein Nähpaket mit oder ohne Schrägband zu ordern. Ab 5 Metern ist der Stoff auch als Meterware erhältlich. Gibt es den Stoff auch in anderen Farben außer Weiß oder vielleicht sogar in Bunt? Aktuell bieten wir dieses Material in Weiß an, wie gerade gesehen, und in Anthrazitgrau. Der weiße Stoff kann darüber hinaus mit Textilmalstiften bemalt werden. Wir haben diesbezüglich erfolgreiche Waschtests mit Edding 4600 durchgeführt. Ich hoffe, das Video zum Nähen einer einlagigen Maske hat dir gut gefallen. Und ich denke, die Informationen von Ibirna waren doch echt wissenswert. Jetzt können wir einlagige Masken guten Gewissens nähen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du die Glocke betätigst, sodass du informiert wirst, wenn neue Videos erscheinen. So, und nun Maske auf und ab nach draußen.